Ja, vielen Dank für die Einführung. Ist eigentlich schon fast alles gesagt. Ne, nein, also Langzeitarchivierung digitaler Daten bedeutet ja in Museen im Grunde eine neue Aufgabe, die ja noch mal hinzukommt, die aufgrund aber der heterogenen Sammlungsbestände und der, vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Sammeln, Erhalten, Erforschen und Vermitteln ein breites Spektrum an Anforderungen an die Institutionen stellt. Und als Teil des kulturellen Erbes sind die Museen in der Verantwortung, nicht nur ihre digitalen Sammlungsobjekte beziehungsweise Digitalisate, sondern auch ihre Forschungs- und Vermittlungstätigkeiten zu bewahren. Diese sind auch die Ressourcen von morgen, um die Geschichte der Museen zu schreiben. Die Komplexität der in den Museen anfallenden digitalen Daten erfordert auf die Institution zugeschnittene Konzepte zur Langzeitarchivierung. Pilotprojekte wie das Kooperationsprojekt Lazamus zwischen dem Landesarchiv Baden-Württemberg und dem Landesmuseum Württemberg können dabei helfen, skalierbare Konzepte auf Basis bestehender Standards und Empfehlungen zu erstellen. Ich möchte das Lazamus-Projekt daher heute vorstellen und vor allem aber auch zeigen, was Museen selbst zur Langzeitarchivierung beitragen können. Nach einer Projektvorstellung möchte ich daher auch die Maßnahmen im Datenmanagement im Landesmuseum Württemberg eingehen. In dem vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geförderten Pilotprojekt Lazamus realisierte das Landesmuseum Württemberg und das Landesarchiv Baden-Württemberg eine prototypische Übernahme und Langzeitarchivierung von digitalen Museumsbeständen. Es wurde ein Verfahren mit Pilotcharakter entwickelt, das im Projekt Nachgang auf die anderen Landesmuseen in Baden-Württemberg übertragen werden sollte. Im Lazamus-Projekt wurden ausgewählte Datenbestände des Landesmuseums übernommen, bewertet und langfristig gesichert und der Forschung zur Verfügung gestellt. Ebenso wurden aber die Herausforderungen und Anforderungen, die Möglichkeiten und Grenzen, als auch die rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen ausgelotet, die die Langzeitarchivierung von Museumsdaten mit sich bringt. Alle gesteckten Ziele wurden während der Projektlaufzeit tatsächlich erreicht. Das waren eben unter anderem die langfristige Sicherung von exemplarischen Datenbeständen des Landesmuseums, Klärung organisatorischer und rechtlicher Fragen, die Entwicklung eines Verfahrens mit Pilotcharakter, Übertragbarkeit auf die anderen staatlichen Museen und die Sicherstellung einer guten Erreichbarkeit der Daten durch das Landesmuseum nach der Archivierung. Kurz zu den Rahmenbedingungen. Gefördert wurde das Ganze, wie gesagt, vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Die Projektdauer betrug 18 Monate und es war eben ein Kooperationsprojekt zwischen Landesmuseum und Landesarchiv. Der Projektgruppe gehörte, also vom Landesarchiv war die Projektleitung bei Professor Dr. Christian Keitel. Außerdem waren eben noch andere Mitarbeiter des Landesarchivs involviert, wie David Radlinger, Elke Koch, Kai Naumann. Die Projektbearbeiterin war Theresa Novi und seitens des Landesmuseums wurde das Projekt begleitet von Noreen Klingspor, Matthias Ohm und Christian Gries. Außerdem gab es eben auch eine Begleitgruppe bestehend aus Vertreterinnen aller staatlichen Museen. Als Testbestände wurden Daten ausgewählt, die als repräsentativ für die alltägliche digitale Museumsarbeit gelten können. Das waren eben zum einen Objektdaten und Bilder aus der Inventarisierungssoftware IMDAS Pro, mit der das Museum seit 2011 arbeitet. Die Medien und dazugehörigen Metadaten aus dem Digital Asset Management System Cumulus, außerdem die digitalen Unterlagen aus den Dateisammlungen zur Planung und Realisierung der großen Landesausstellung Die Schwaben 2016 und die dazugehörigen Objektdaten und Bilder aus der Ausstellungsdatenbank Igoras. Die Bearbeitung dieser Daten wurde in verschiedene Phasen und Arbeitspakete unterteilt, die eben zum einen aus einer Vorbereitung und einem Entwurf der Archivierungsstrategie bestand. Danach wurden die Datenbestände archivisch bewertet, dann übernommen, aufbereitet, migriert, erschlossen, mit Metadaten angereichert und es wurde eine Nutzungsstrategie entwickelt. Für die Langzeitarchivierung nutzt das Landesarchiv das Speichermanagementsystem DIMAG, kurz für Digitales Magazin. Es wurde 2006 vom Landesarchiv konzipiert.
Im DIMAG können digital gespeicherte Informationen unabhängig vom Dateiformat importiert, erhalten und für die Benutzung ausgegeben werden. Auch Metadaten werden erfasst und sämtliche Prozesse können protokolliert werden. Nach einer Analyse der ausgewählten Testbestände wurden die Umfänge der Bestände definiert, die jeweiligen Ansprechpersonen ermittelt sowie die mit den Beständen durchgeführten Arbeiten und Prozesse analysiert. Schon hier wurde deutlich, dass ein Überblick über die vorhandenen digitalen Bestände im Landesmuseum fehlt und die Testbestände umfangreicher waren als zuerst angenommen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen konnte schließlich die Archivierungsstrategie der jeweiligen Bestände entworfen werden. Aus IMDAS Pro wurden mehrere Datenbankabzüge der Fachanwendung angefertigt, die die Komplexität der Datenstruktur, die Vielseitigkeit der Museumsobjekte und die unterschiedlichen Nutzungszwecke abbildet. Die Datensätze wurden daher als zum einen CSV exportiert, inklusive Thesauri- und Stammdateneinträge. Zusätzlich wurden aber auch objektzentrierte XML-Dateien übernommen und die Medien wurden im Originalformat übernommen. In IMDAS Pro gibt es etwa 400.000 Datensätze. Aus der Bilddatenbank Cumulus wurde ein Datenbankabzug der als objektzentrierte XML-Datei pro archivwürdigen Katalog angefertigt. Die Medien wurden hier im Originalformat übernommen und es waren insgesamt 300.000 Mediendatensätze. Aus der Dateisammlung Die Schwaben wurden Kopien der als archivwürdig und fähig bewerteten Dateien aus den verschiedenen Originalordnern angefertigt, die mittels externer Festplatte übernommen wurden. Dabei handelt es sich um mehrere übergeordnete Dateiordner mit insgesamt 122.000 Dateien. Aus der Ausstellungsdatenbank Igoras wurde ein Datenbankabzug als CSV-Datei angefertigt mit 1300 Objektdatensätzen. Hier nochmal eben ein Überblick über die Datenmenge. Für die tatsächliche Überführung der vielen Daten auf die Laufwerke des Landesarchivs mussten externe Festplatten angeschafft werden. Bei allen Transferprozessen war das Überspielen durch die großen Datenmengen auch eine langwierige Aufgabe. Die Datenbestände wurden nach der Analyse und dem Entwurf der Archivierungsstrategie archivisch bewertet. Es wurden Kriterien entwickelt und abgestimmt, die den Interessen der künftigen Nutzerinnen und Nutzer voraussichtlich entsprechen. Außerdem musste Übernahme von Dateien mit Rechten Dritter geklärt werden. Für die Übernahme wurden die Exporte aus den Fachanwendungen und der sichere Transfer auf die Server des Landesarchivs erprobt. Die eingegangenen Datenpakete wurden auf Vollständigkeit und Korrektheit überprüft und das Verfahren zur Problembehandlung im Negativfall erprobt. So mussten zum Beispiel eben auch teilweise viel Rücksprache auch mit den Datenbankbetreibern gehalten werden. Hier wurden detaillierte Rücksprachen gehalten, bis die Daten in zufriedenstellender technischer und inhaltlicher Qualität dem Landesarchiv vorlagen. Und sie wurden mit Metadaten angereichert. Bei der Aufbereitung Migration wurde die Dateisammlung zu unterschiedlichen Arbeitsphasen analysiert und die Verzeichnisstrukturen automatisiert festgehalten, tabellarisch und hierarchisch. Sie wurde auf Dubletten überprüft und beschädigte Dateien wurden aussortiert. XML- und CSV-Exporte wurden auf Wohlgeformtheit, syntaktische Validität und inhaltliche Vollständigkeit überprüft. Die CSV-Daten wurden in ein Datenbankschema überführt, wobei die Relationen zwischen den Tabellen nachgebildet wurde, um die Nachnutzung per Datenbankabfrage zu gewährleisten. Die inhaltliche Erschließung folgte schließlich im Scope-Archiv. Der Arbeitsschritt der Archivalienbildung war vor allem beim Bestand der Dateisammlung zur Ausstellung Die Schwaben zeitintensiv und komplex. Durch das Fehlen eines Aktenplans zeigte die Dateisammlung keine einheitliche Struktur, sondern war durch eine intuitive Dateiablage geprägt. Ja, dieses Defizit musste durch die Archivalienbildung ausgeglichen werden, um den zukünftigen NutzerInnen das Identifizieren und Nutzen der Dateien zu ermöglichen. Die Ordner und Dateien wurden daher in wenige übergeordnete Arbeitspakete strukturiert, die bei einer Ausstellungsrealisierung als typisch angesehen werden können. Die gebildeten Einheiten wurden durch Metadaten beschrieben und es wurde überprüft, ob die beim Landesarchiv verwendeten Metadaten ausreichend ergänzt werden müssen, um künftige Erhaltungs- und Nutzungsprozesse effektiv steuern zu können.
Ja, die Ergebnisse waren im Grunde eigentlich ganz gut. Alle Projektziele konnten erfüllt werden. Die Testbestände sind in DIMAG langfristig gesichert und in Scope-Archiv erschlossen. Mit dem Landesmuseum wurden Vorgehensweisen für die Nutzung der Bestände entworfen, die auch längerfristig eine gute Erreichbarkeit garantieren, wobei die Daten ja auch sowieso noch im Museum sind, denn sie wurden ja nicht einfach gelöscht, sondern ja einfach nur kopiert. Also vermutlich wird es in nächster Zeit keine Nachnutzung des Landesmuseums geben. Und es wurden aber auch Abläufe konzipiert, die eine Archivierung der Museumsdaten aus den anderen staatlichen Museen des Landes Baden-Württemberg ermöglichen. Aber da gibt es natürlich einige Hürden und Herausforderungen. Denn um das zu ermöglichen, also dieser Übertrag auf die anderen staatlichen Museen, müsste eigentlich auch die Infrastruktur des Landesarchivs ertüchtigt werden. Es braucht mehr Speicherplatz, es braucht Eingangsordner, Festplatten, leistungsstarke Computer und Programme für eine effiziente Archivierung aus Gedächtnisinstitutionen. Außerdem ist eben auch ein größerer Personalaufwand im Landesarchiv nötig, aufgrund der Komplexität der Fachverfahren und der schlechten Verfassung der gelieferten Daten. Also im aktuellen Regelbetrieb könnte das Landesarchiv etwa eine Ausstellung pro Jahr archivieren. Und es werden in Baden-Württemberg 45 Ausstellungen pro Jahr in Baden-Württemberg. Lazamus hat also schonungslos offengelegt, dass unsere Daten für die Archivierung in einer schlechteren Verfassung sind, als wir vielleicht dachten. Die aufwendige Arbeit mit den digitalen Museumsbeständen des Landesmuseums und die Diskussion in den Begleitgruppentreffen haben aber gezeigt, dass diese schlechte Verfassung der Daten und der Ablage kein Einzelfall ist, sondern eigentlich die Regel in Museen. Um dies dauerhaft und nachhaltig zu ändern, können einzelne Projekte eben nur Notlösungen sein. Hier muss mehr Bewusstsein für die Verantwortung von Daten in Museen geschaffen werden. Denn die Realität an vielen Museen besteht aus unstrukturierten Datensammlungen, Dubletten, uneinheitlicher Datenablage, die im schlimmsten Fall auch zu Datenverlust führen kann. Es gibt Daten, bei denen die rechtliche Situation nicht geklärt ist, weil sie nie dokumentiert wurde. Oder Daten, die in längst überholten Formaten abgespeichert sind und daher eben auch nicht nachgenutzt werden können. Es existieren auch immer noch sogenannte Schattenbuchhaltungen des Wissens, also Dokumentationen, die einzelne Mitarbeiter auf externen Festplatten sammeln, nicht teilen und die somit auch nie archiviert werden. Die Erfahrungen aus Lazamus haben gezeigt, dass das Interesse an Langzeitarchivierung und Records-Management in den Landesmuseen in Baden-Württemberg sehr groß ist. Die Begleitgruppe ist grundsätzlich interessiert an weiteren Kooperationsprojekten mit dem Landesarchiv zur Verbesserung ihrer Informationsablage. Lazamus hat auch gezeigt, dass ausreichend Aufgaben in den Museen für dauerhafte Positionen wie Digital Archivists oder Records Manager vorhanden sind. Ebenso denkbar wäre eine zentrale Position im Landesarchiv, die sich ausschließlich mit der Archivierung von Museen befasst und auch beratend tätig ist. Bislang gab es aber seitens des Ministeriums keine Zusage für Mittel, um die Langzeitarchivierung von Museumsdaten langfristig zu gewährleisten. Lazamus hat aber darüber hinaus auch zur Selbstreflexion über die eigene Datenverantwortung angeregt. Denn schon beim Erzeugen von Dateien werden die Weichen dafür gestellt, wie groß der Aufwand für die Auffindbarkeit und den Erhalt der Informationen wird. Langzeitarchivierung und Datenhygiene sind ein Prozess, den daher alle MitarbeiterInnen aktiv steuern müssen. Schließlich braucht digitale Transformation auch gute Datenqualität und die kann nur durch gezielte Kompetenzentwicklung erreicht werden. Was also können wir als Museum ändern, um die Datenqualität zu verbessern und Archivierung zu vereinfachen? Hier setzt im Landesmuseum Württemberg die 2020 gegründete Abteilung Digitale Museumspraxis an, bestehend hier aus Christian Gries als Leiter der Abteilung und meinen Kolleginnen Noreen Klingspor und Hanna Ward-Geracci. Die digitale Museumspraxis ist eine Schnittstellenabteilung, die durch die Entwicklung einer digitalen Strategie die Haltung des Hauses zum Digitalisierungsprozess beschreibt und Ziele festlegt, die der Optimierung der digitalen Architektur sowie der internen Prozesse dienen und die Arbeit mit Daten optimieren soll. Dabei geht es aber nicht nur darum, Datenqualität für die Archivierung zu verbessern, sondern auch für verschiedene Nutzungsszenarien und darum, Workflows effizienter zu gestalten.
Also alles ganzheitlich gedacht. Konkrete Maßnahmen, die wir bislang ergriffen haben, ist zum einen die Schaffung einer Projektstelle für Qualitätsmanagement, ein Fokus auf Digital Literacy, die Entwicklung eines nachhaltigen Fortbildungsprogramms. Wir haben einen Aktenplan erstellt und auch das Datenmanagement professioneller gestaltet und zum Beispiel auch einen Datenlebenszyklus entwickelt. Die Projektstelle für Datenqualität ist auf 3 Jahre ausgelegt und betreut vor allem das Projekt CareOS, wie wir es im Schwabenländle nennen, bei dem der Care-Besen durch die Sammlungsdaten geschwungen werden soll. Ziele sind vor allem die Datenbereinigung und Optimierung von Objektdatensätzen in der Sammlungsdatenbank IMDAS Pro auf Grundlage internationaler Standards. Außerdem Qualitätsmanagement in der Datenhaltung im Blick auf Konsistenz und Nachhaltigkeit und die Erarbeitung nachhaltiger Workflows in der Datenredaktion. Der Entwurf eines Datenlebenszyklusmodells trägt dazu bei, die Datenqualität während des gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, was wiederum Prozessverbesserung ermöglicht und die Effizienz steigert. Er bietet ebenso Reflexionsmöglichkeiten darüber, welche Prozesse optimiert werden müssen. Solch einen Datenlebenszyklus haben wir versucht, auf die Prozesse und Bedürfnisse des Sammlungsmanagements am Landesmuseum Württemberg anzuwenden. Er beginnt schon bei der Planung und endet bei der Archivierung und Weiternutzung. Eine Phase, die wir besonders wichtig finden und in diesem Datenlebenszyklus sichtbarer machen wollten, ist eben die Qualitätssicherung, die konkret durch einen Redaktionsprozess sichergestellt werden soll. Wie Lazamus gezeigt hat, ist ein Aktenplan für die digitale Datenablage unerlässlich, um den Aufwand bei der Aufbereitung für die Langzeitarchivierung möglichst gering zu halten. Ein Aktenplan sorgt aber auch für effizientes Arbeiten und eine in jeder Hinsicht nachhaltige Nutzung von Daten und Serverkapazitäten. Ein erster Schritt ist damit getan. Die Implementierung dieser Ablageregelung braucht allerdings Zeit, da natürlich alle MitarbeiterInnen einbezogen werden müssen und die Umsetzung zum Teil eben auch eine Änderung von Arbeitsgewohnheiten bedeutet. Ein wesentlicher Grundpfeiler, um Arbeitsgewohnheiten an die digitale Transformation anzupassen, ist die Förderung der Digitalkompetenz. Also die Fähigkeit, über digitale Medien dargestellte Informationen unterschiedlicher Formate zu verstehen und selbstbestimmt, souverän, verantwortlich und zielgerichtet anwenden zu können. Digital Literacy gehört heute zu den wichtigsten Aufgaben, auch in den Kulturbetrieben, und wurde daher auch in der digitalen Strategie des Landesmuseums verankert. Am Landesmuseum versuchen wir diese Kompetenzen daher durch gezielte Schulungen, zum Beispiel zu Datenbankarbeit, Normdaten, Urheberrecht, aber auch zu Objektfotografie und IT-Sicherheit nachhaltig weiterzuentwickeln. Zusätzlich bieten wir eine offene digitale Sprechstunde an für alle möglichen Fragen, die vielleicht eben in diesen Fortbildungen keinen Platz mehr finden. Und darüber hinaus gibt es eben auch im Rahmen der Organisationsentwicklung im Landesmuseum auch MS-Office-Schulungen und gezielte Schulungen von externen Dienstleistern. Ja, Langzeitarchivierung, Datenmanagement, Digital Literacy. Alles hängt miteinander zusammen. 2 Faktoren, die besonders wichtig sind für das Datenmanagement, sind zum einen die E-Culture, also der ganzheitliche Einbezug digitaler Medien auf unterschiedlichen Ebenen, durch den eben auch neue Kulturräume und neue Formen kultureller Praxis entstehen. Erst wenn wir anfangen, von den Daten auszudenken, kann auch der kreativ-strategische Umgang mit Daten und eine Wertschätzung der Daten gesteigert werden. Zum anderen ist, wie schon gesagt, die Digital Literacy ein zentraler Aspekt in der Erstellung und Erfassung der Daten. Es ist grundsätzlich ein weites Spektrum, das in der engen Verzahnung mit der digitalen Transformation der Häuser ganzheitlich und langfristig entwickelt werden muss. Und das ist und bleibt eine Daueraufgabe. Es gibt sicherlich Tools und Systeme, die effizient und ressourcenschonend helfen können, Datenqualität zu verbessern. Die Optimierung der Datenqualität bleibt aber ein multikomplexes Thema, das trotzdem weiterhin nicht ohne das Mitwirken aller Datenerzeugerinnen auskommt und dadurch sehr zeitaufwendig bleibt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse versuchen wir im Landesmuseum daher zum einen Datenqualität schon bei der Erzeugung von Daten mitzudenken,
die FAIR-Prinzipien auf alle Daten zu beziehen, die wir erzeugen, nicht nur Objekt- oder Sammlungsdaten. Wir versuchen, Kompetenzen zu schulen und wir möchten die Datenerzeugerinnen mehr in die Verantwortung nehmen. Die professionelle Langzeitarchivierung digitaler Daten in Museen ist ein Prozess, dessen Durchführung trotz allem zusätzliche technische, finanzielle und personelle Anforderungen beinhaltet. Die Museen in all ihrer Heterogenität brauchen dazu zusätzliche Ressourcen. Es müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden, um die notwendigen Investitionen zu tätigen. Gleichzeitig müssen aber auch Arbeitsprozesse im Datenmanagement innerhalb der Museen professionalisiert werden. Hierzu muss ein entsprechendes Bewusstsein in den Museen selbst, aber auch in den sie finanzierenden Institutionen geweckt werden. Ja, und mit diesem Appell möchte ich mich bedanken.